ich bin so schockiert. Ich komme überhaupt nicht darauf klar, weil Schultoiletten. Ja, Leute, was geht ab? Leute, nachdem ich mein letztes Video veröffentlicht hatte, in dem es um Stories aus meiner Schule ging, war das Feedback so gut, dass ich mir gedacht habe, wenn euch diese Geschichten amüsieren und mir sie Spaß machen zu teilen, dann wird es Zeit für eine weitere Folge echte Schulstories aus Kostas Leben. Denn wie ein alter, sehr weiser Mann einst sagte, Schulstories sind die besten Stories im Leben. Bevor wir aber anfangen, habe ich eine Frage an euch. Und zwar, in welchem Fach hattet ihr euren seltsamsten Lehrer? Und wenn ihr diesen Lehrer mit einem Wort beschreiben müsstet, welche wäre es? Gut, und dann würde ich sagen, laber ich gar nicht mehr weiter vorweg und wir tauchen ein in meine Schulvergangenheit. What? Numero uno. Leute, ich hatte das ja schon im letzten Video mal gesagt, dass ich manchmal denke, dass Lehrer einfach so eine ganz eigene Spezies Mensch sind, weil, okay, manche sind relativ normal, aber manche sind so weird, oder? Da denkst du dir so, wie kannst du existieren? Du wirkst nicht wie ein normaler Mensch, sondern wie eine Figur aus irgendeinem Comic. Meine Geschichtslehrerin, ich liebte sie. Sie war wirklich so geil. Sie hat den Unterricht so interessant gestaltet. Ein massiver Punkt, der dazu beigetragen hat, war einfach auch ihr Erscheinungsbild. Leute, Frau W. Ich träume noch immer von ihr. Okay, erstmal dazu, wie sie aussah. Also, sie hatte ihre Haare immer mit so mega viel, weiß ich nicht, Gel oder sowas zurückgestylt. Sie hatte so lange schwarze Haare. Ihr Gesicht war immer mit 5 Zentner Schminke zugeklatscht. Sie war bestimmt schon so in den 50ern, würde ich sagen. Ihr Klamottenstil. I can't find words for that. Sie hatte immer die weirdesten Sachen an. Ich weiß nicht, wer von euch Inuyasha kennt. Das, was Inuyasha trug, trug sie auch. Es war wirklich so, dass, weiß ich nicht, mein Kumpel und ich, immer wenn wir Geschichtsunterricht bei ihr hatten, uns wirklich gefragt haben, wie sie heute wohl aussehen mochte. Und niemals hat sie uns enttäuscht, weil es war immer ein Erlebnis. Zusätzlich hatte sie immer so viel Hors d'oeuvre, ist das richtige Wort, so viel Parfüm aufgetragen, dass du ungelogen so 20 Meter bevor sie kam und 20 Meter nachdem sie an euch vorbei war, noch gerochen hast, dass sie es war. Wir sind so in der Pausenhalle und so. Oh. Frau W. kommt. Ja, und sie hat halt ganz oft so weirde Sachen gemacht, dass sie zum Beispiel random Kreide nach Schülern geworfen hat oder so. Richtig die weirde Frau. Und dann kam dieser Tag. Der Unterricht hatte schon angefangen. Natürlich hätte man das auch in der Pause erledigen können, aber fragte so, Frau W. könnte ich kurz pinkeln gehen? Und sie war so, ja, los, geh. Natürlich hätte ich ihrer Gutmütigkeit nicht vertrauen sollen, denn sie hat diese Situation schamlos ausgenutzt, um mich bloßzustellen. Ich komme also von der Toilette zurück, versuche die Tür zu öffnen. Ich so, ging halt nicht auf. Sie stand halt auf der anderen Seite und hat diese Tür zugehalten, ja, um mich zu verarschen, natürlich zur Unterhaltung aller meiner Mitschüler. Aber jetzt wird's weird. Ich dachte halt so, als ob, ich reiß die Tür jetzt einfach auf und hab mich ungelogen mit meinem ganzen Körpergewicht gegen diese Tür gestemmt. Wirklich, ich hatte einen Fuß gegen die Wand und hab versucht, diese Tür aufzukriegen und es hat nicht funktioniert. Irgendwann hat sie dann losgelassen. Ich bin so 3 Meter nach hinten geflogen. Und jetzt kommt das Weirde. Sie stand einfach so an der Tür. Das heißt, sie muss mit einem Arm die Tür festgehalten haben. Ich weiß ja nicht, welches Workout diese Frau verfolgt hat, aber oh mein fucking Gott, es muss funktioniert haben. Ihr Bizeps muss ungefähr so groß gewesen sein, denn sie war überhaupt nicht angestrengt und ich habe wirklich mit versucht, diese Tür zu öffnen. Keine Ahnung, das ist mir so stark im Kopf geblieben, weil ich diese Situation einfach so absurd fand. Nummer 2. Meine zweite richtig komische Lehrerin war meine Erdkundelehrerin. Sie hatte eine Sache mit meiner Geschichtslehrerin gemeinsam. Sie war immer top gestylt. Das muss man ihr mal zugute halten. Ohrringe, Outfits, Nagellack, immer on point. Hat sie dann aber auch immer eine Woche lang getragen. Bisschen seltsam. Manchmal war sie normal, aber manchmal hatte sie solche Ausfälle, wo sie einfach ungelogen, so ein bisschen wie dieses, weiß nicht, ist es ein Faultier, das hier von Zoomania, dass sie einfach so, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ihr Gehirn einfach so einen Aussetzer gemacht hat, aber auf einmal war ihre Reaktionsgeschwindigkeit minus 100. Wir hatten mit ihr Unterricht im Computerraum und nachdem die Stunde zu Ende war, hatte mein Kumpel irgendwie seine Jacke im Computerraum vergessen und wir sind dann nochmal zum Lehrerzimmer. Wir wollten nur kurz fragen, ob wir nochmal den Schlüssel haben können, weil er seine Jacke vergessen hat. Sorry. Sie kommt im Schneckentempo von ihrem Platz zu uns an die Tür. Und sie steht einfach so da. Und wir so, hallo? Sie ist verrückt. Und dann hat sie noch so einen Moment gebraucht und dann ging sie los.
Ich hoffe, dass du gerade Schwierigkeiten hast, durch diese Stelle im Video zu kommen, denn so haben wir uns auch gefühlt, als wir ihr zugeschaut haben. Sie nimmt den Schlüssel, sie kommt zurück, sie hält den Schlüssel so in ihrer Hand. Wir halten unsere Hand so unter ihre, um den Schlüssel zu empfangen. Und sie lässt einfach nicht los. Und wir so, könnten Sie bitte den Schlüssel loslassen? Und sie... Leute, das war so komisch. Ich finde keine Erklärung dafür. So, sie war ja nicht immer so im Unterricht so, ne? Sie hat ja normalen Unterricht gemacht, aber das war so eine seltsame Situation. Ich weiß nicht, ob sie es einfach genossen hat, wie ihr so erlegen waren oder so. Irgendwann hat sie dann ihre Hand geöffnet und den Schlüssel halt fallen gelassen. Und dann, weiß ich nicht, muss es ausgesehen haben wie in so einem Cartoon, wo die Charaktere halt so richtig losrennen und du siehst nur noch so eine Staubwolke. Leute, das war so komisch. Mein Freund und ich haben wirklich noch auf dem Bus und auf der Heimfahrt die ganze Zeit darüber geredet, wie weird das war. Nummer 3. Gott. Wir hatten Deutschunterricht und hatten als Deutsch-Hausaufgabe auf, ein Gedicht auswendig zu lernen. Das war so damals etwas, was ich, glaube ich, mit am allermeisten gehasst habe, Gedichte auswendig zu lernen. Auf jeden Fall, meine Deutschlehrerin sagt so... So, und nun steht ihr bitte alle auf und tragt das Gedicht vor. Und wir waren halt so richtig verwirrt und wir so... Und wer soll jetzt anfangen? Und sie so... Keiner. Alle gleichzeitig. Wir waren so verwirrt, wir dachten so... Hä, was? Okay. Und was soll das bringen? Weil normalerweise ist es ja so, wenn du ein Gedicht auswendig lernen musst, dass du dann vor der Klasse stehen musst und das Gedicht dann präsentierst und dann kriegst du dafür eine Note, was immer ziemlich unangenehm ist, finde ich. Aber wie weird ist es, wenn 30 Schüler gleichzeitig laut ein fucking Gedicht vortragen? Ich habe diese Lehrerin geliebt. Sie war wirklich eine super, super gute Deutschlehrerin. Und ich fand es eigentlich immer cool, dass sie so mit neuen Ideen gekommen ist. Wir hatten zum Beispiel mal anstatt einer Klausur eine alternative Lernleistung, in der wir selbst eine Deutschstunde vorbereiten sollten. Mega geil, aber bei dieser Sache dachte ich so... Auf dem Highway durch die Nacht, mit Power 106 im Radio, weiter durch die Stadt. Auf jedem Streifen nur freie Spur, Bruder, keiner gibt einen Fuck. Was bringt das? Und bis heute bin ich davon überzeugt, weiß ich nicht, dass ihre Begründung wäre... Diese Schüler sind so witzig. Die machen auch echt alles, was man ihnen sagt, ohne weiter selber nachzudenken. Lang nicht mehr so gelacht. Das war eine gute Idee von mir. Nummer 4. Jetzt die Story, die es auch in den Titel geschafft hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das Surrounding war. Ich glaube, es war mal eine Hausparty nach der Schule oder so. Und ich habe noch nie oder sowas gespielt. Und dann war halt auch eine Frage, ich hatte noch nie in der Schule Sex oder mir einen runtergeholt oder sowas. Und dann hat halt einer aus der Runde erzählt, dass er sich mal auf dem Schulklo einen geschrubbt hat, weil, ich weiß nicht, er irgendwie Freistunde hatte oder sowas und der irgendwie horny war und ihm langweilig war und ich bin so schockiert. Ich komme überhaupt nicht darauf klar, weil Schultoiletten, die sind so ranzig. Also ich glaube, das ist so eklig, dass ich in diesem Surrounding nicht mal, keine Ahnung, Lust hätte, einen Sexualakt, sei es mit einer anderen Person oder mit mir selber, zu vollführen. Als Nick und ich gerade frisch zusammen waren, wollten wir auch mal in einem Zug, aber das war ähnlich unhygienisch und dann dachten wir so, let's just wait, so. In seiner Verteidigung, meine Theorie ist ja, es gab halt in der großen Aula so die Main-Toiletten, wo die meisten Leute auf Klo gegangen sind und die waren halt ranzig des Todes. Dann gab es noch die im Neubau, aber die waren halt so 100 Jahre weit weg. Aber trotzdem gab es manche Schüler, die lieber in den Neubau gesprintet sind, um dort auf die Toilette zu gehen, als im Altbau auf diese Ranztoiletten zu gehen. Ja, das ist nur meine Theorie. Er hat nur gesagt, er hat sich mal auf dem Schulklo eingeschrubbt und ich bin noch immer schockiert as fuck und ich hoffe, dass es nicht auf den Main-Toiletten war. Die Bakterien, die man sich dort auf dieser Schultoilette einfängt, die sind so untötbar. Und es wurde immer gesagt, dass die Mädchentoiletten noch schlimmer seien als die Jungstoiletten. Und diese Frage reiche ich einfach mal weiter an euch. Schreibt das mal in die Kommentare. Wie ist das bei euch an der Schule? Nummer 5. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sich die Schulleitung dazu entschieden, das Toilettenpapier aus den Toilettenkabinen zu entfernen. Im Vorraum, wo auch das Waschbecken war, gab es halt so Klopapierrollen, die da befestigt waren. Und man musste sich vorher Klopapier abrollen und das dann mit in die Kabinen nehmen. Ja, das heißt, du musstest vorher schon wissen, wie viel Klopapier du brauchst. Was für ein Unmensch kommt auf solche Ideen? Das ist einfach so falsch auf so vielen Ebenen. Nummer 1. Was machst du? Ich frag dich, der jetzt dieses Video schaut, was machst du, wenn du auf halbem Weg feststellst, dass du zu wenig Klopapier mitgebracht hast? Scheiße, hä? Im wahrsten Sinne des Wortes. Nummer 2. Ich möchte doch nicht die ganze Zeit unter Stress sein, dass ich genug Klopapier mitgenommen habe. So what the fuck?
Nee, dann will ich doch nicht die ganze Zeit gestresst sein, ob es am Ende reicht oder nicht. So, what the fuck is wrong with you people? Nummer 3. Wenn der Sinn dahinter gewesen sein sollte, Verschwendung einzudämmen und zu reduzieren, dann würde ich mal sagen, hallo, liebe Lehrer, vielleicht könntet ihr zum Beispiel mal aufhören, jede fucking Seite aus jedem Buch zu kopieren, um mal die Papierverschwendung etwas zu reduzieren, aber doch nicht beim fucking Klopapier. Okay, Leute. So, ich hoffe, ihr habt euch mit diesem Video gut unterhalten gefühlt. Wenn ihr Bock habt auf mehr Schulstories, denn auch nach 2 Videos habe ich noch eine Menge andere Geschichten. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Teilt auch gerne weiterhin eure Schulerfahrungen, Geschichten. Vielen Dank an Yannick für den Schnitt. Denn gibt's, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Tschüss.